Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Heute wird das Video vollgepackt sein mit ein paar Neuigkeiten, interessante News, die rausgekommen sind, Producer Notes, Patch Notes etc. pp. Deswegen heute eher theoretisch auf jeden Fall unterwegs und wir fangen direkt an mit der neuesten Changelog-Version und den dazugehörigen Features, die dazu gekommen sind bzw. zukommen werden. Wir haben ein neues Feature namens des Ursprungs-Badges. Ja, Kurzversion steht eigentlich nur dafür, wenn ihr auf Beschreibung bzw. auf Info geht und dann halt eben eure alte Welt angezeigt wird, wo ihr halt eben ursprünglich drauf gewesen seid, wie zum Beispiel bei mir hier. Auf S31 waren wir ja früher gewesen, kommt dann nachher dann später das Fenster, wenn wir jetzt zum Beispiel auf F9 fusioniert worden sind, dass der Ursprungsserver dann halt eben S31 war, wo ihr halt eben herkommt. Ne? Das ist auf jeden Fall eins der neueren Sachen. Dann gibt es ein paar kleine Anpassungen, zum Beispiel für die Artworks von dem Assassin, Kundschafter und Krieger. Die sind bei der Klassenauswahl, wenn man sich eine neue Klasse dann erstellt, dann anders. Sind hier jetzt noch nicht überarbeitet, aber in der kommenden Version wird das Ganze dann auch ersichtlich sein. So eine Kleinigkeiten halt, ein paar kleine optische Sachen. Es gibt jetzt einen Sound bei der Aufgabenliste. Ja, wenn ihr euch hier diese Belohnungen abholt, dann ja, geben die jetzt ein paar kleine Sounds ab, so dazu dann. Ne? Und in der Browser-Version, wenn man bei den Einstellungen ja, einklickt auf den Support-Button, dann kommt rechts unten so ein kleines Pop-up-Fenster, wo man dann direkt auch den Support dann schreiben kann. Es gibt Verbesserungen, zum Beispiel der Gildenchat, es gibt neue Emotes. Wenn ihr hier reinschreibt /Emotes, ja, dann werden die euch dann in Zukunft angezeigt. Ne? Wie gesagt, der Befehl ist halt noch nicht aktiv, weil das halt, wie gesagt, in der zukünftigen Version dann kommen wird. Und dann gibt es da auf jeden Fall ein paar kleine Emotes, die ihr euch dann ja, anschauen könnt und dann auch in den Chats ein bisschen mehr Variation reinkommt. Ist, denke ich mal, ganz geil. Dann ein bisschen Quality of Life beim Würfelspieler. Ja, wenn ihr jetzt hier zum Beispiel, keine Ahnung, hier jetzt, also ist ein gutes Beispiel, wenn wir jetzt zum Beispiel ja, hier das Gold haben wollen, dann müssen wir das Gold hier halt so einzeln klicken. Ne? So, wenn wir jetzt zum Beispiel bei der neuen Version das Gold haben wollen, dann klicken wir auf das eine Goldstück und das andere vom gleichen Paar wird dann direkt oben hinzugefügt. Ja? Gleiches bei den Kristallen zum Beispiel hier, wir haben hier 2 Stück. Klicken wir den einen an, wird der andere direkt auch hinzugefügt und so braucht man die nicht dann einzeln hinzufügen. Ne? Das ist auf jeden Fall auch ein kleines, cooles Quality of Life ja, Update. Dann wurden hier ein paar kleine Fehler behoben, unter anderem beim Druiden, bei den Pets, bei der Aufgabenliste. Wenn ihr euch das hier sehr gerne durchlesen wollt, dann macht das sehr gerne. Wenn ich jetzt hier auf alles im Video eingehe, dann würde es, denke ich mal, den Rahmen sprengen. Also falls ihr euch das hier durchlesen wollt, dann pausiert sehr gerne hier das Video. Ich gehe das hier einmal komplett durch. Ja, damit ihr das hier alles so ein bisschen seht, was hier so für Fehler passiert sind, ne? Wie zum Beispiel in der IHOF, dass der Krieger mit dem Schild nicht blocken konnte, ne? Das sind so eine kleinen Sachen, beziehungsweise das ist doch schon ziemlich ordentlich, ne? Für die Leute, die in der IHOF sind, ist das natürlich relativ ärgerlich, sag ich mal. Ne? In der Lichtwelt wurde zum Beispiel bei dem Spiegelbildgegner in Dungeon 9 Ebene 10 halt eben Magier-Icon angezeigt. Das ist jetzt auch natürlich behoben, weil der immer ihr gegen eure eigene Klasse kämpft dann und nicht gegen Magier. Ne? Und so weiter und so fort. Hier noch ein paar Kleinigkeiten. Ne? Und das ist es im Prinzip auch. Kurz und knapp runtergebrochen zum Changelog, was wir hier in Zukunft dann sehen werden, wenn der halt eben mit der neuesten Version auf die Server gespielt wird. Ja? Ansonsten kam auch eine News raus, die jetzt auch schon in-game gepostet worden ist, bezüglich der Alpha Group unter der Producer Notes, unser Ansatz für früheres Feedback. Ja? Der ein oder andere Insider wird schon wissen, was die Alpha Group ist, beziehungsweise was sie machen oder woraus sie so mäßig bestehen. So, ne? Es gibt ja so ein kleines Testteam intern, was sich auch schon rumgesprochen hat, so hier und da mal, dass halt eben
abseits von diesen normalen Beta-Servern oder so, wo halt die Community raufkommt und dann Feedback gibt, es eben auch eine kleine Testgruppe gibt an Leuten, die halt eben schon sehr spielaffin sind, seit Jahren das Spiel spielen und sehr technisches Wissen halt auch eben über dieses Game haben und versuchen im Vorhinein ein bisschen Zugang zu der Materie oder dann halt Zugang zu der Materie bekommen, die ein paar Tage früher die Features testen dürfen, um dann zu gucken, das packen wir mal doch lieber nochmal an, bevor das released wird. Und das finde ich schön, dass hier jetzt auch so hier ein bisschen drauf eingegangen wird, damit die Community da auch transparent Bescheid weiß. Zu Beginn von Shakes & Fidget war unser Testing informell und basierte auf Community-Managern und engagierten Spielern, die Probleme fanden und Rückmeldungen gaben. Im Zuge der Entwicklung von Spiel und Vision war ein strukturierter Ansatz notwendig. 2023 haben wir den Qualitätssicherungsprozess QA mit einem engagierten internen Team in QA und Entwicklung gestärkt. Ein entscheidender Wendepunkt war die Einführung einer Peer Group, die eigentlich gegründet wurde, um bei Fusion und Klassenrebalancing-Diskussionen zu helfen. Diese Gruppe erwies sich schnell als sehr wertvoll, indem sie Feedback zu neuen Inhalten vor Veröffentlichung gab, beispielsweise Sandsturm. In Würdigung ihres Einsatzes haben wir ihre Rolle formalisiert und in die Alpha Group umbenannt. Ihr Zugang zu internen Testservern und die direkte Kommunikation mit unseren Game Designern ermöglicht es uns, entscheidende Rückmeldungen zu neuen Inhalten und Funktionen sehr früh zu sammeln. Die Alpha Group hilft uns, Ideen zu verfeinern, Gameplay-Auswirkungen vorherzusehen und Bugs zu erkennen, bevor umfassendere Tests beginnen. Die kürzliche Überarbeitung einer Funktion profitierte erheblich von der früheren Beteiligung. Das erhaltene Feedback ermutigte uns, bestimmte Verhaltensweisen aus dem Konzept zu entfernen, um sicherzustellen, dass langjährige Spieler die umgesetzten Verbesserungen schätzen würden. Die Alpha Group wird weiterhin eine entscheidende Rolle in der Testphase spielen, bevor eine Funktion in die Beta übergeht und offiziell angekündigt wird. Ihre Beiträge ermöglichen es uns, kritische Bugs zu finden und wertvolle Einblicke in das tatsächliche Spielverhalten bezüglich verschiedener Funktionen zu gewinnen. Diese Zusammenarbeit stellt sicher, dass unsere Updates ausgereift sind, bevor sie veröffentlicht werden. Die nächste Producer Notes wird euch Einblicke in die Personalstruktur der Alpha Group geben. Und das ist natürlich hier sehr schön zu lesen, gerade so der letzte Satz hier. Ne? Das andere ist ja im Prinzip das, was ich euch vorher auch nochmal kurz zusammengefasst hatte. Aber der letzte Satz ist auf jeden Fall sehr schön, dass wir da nochmal detailliertere Einblicke in die Arbeit sehen können von der sogenannten Alpha Group hier, ne, wie die Personalstruktur dort aufgebaut ist. Und ich denke mal, es ist vielleicht, ich weiß es nicht, vielleicht für den einen oder anderen da draußen interessant, mal auch so ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen. Ne? Ich finde das sehr schön, dass jetzt halt eben generell so ein bisschen mehr, aufgedeckt wird, wie Playa beziehungsweise halt eben die Strukturen, die sich um das Unternehmen gegründet haben oder entwickelt haben, aufzeigen, wie die halt eben arbeiten und einfach so ein bisschen hinter die Kulissen schauen für die Community, und ich denke mal, das ist alles andere auch so als selbstverständlich so transparent zu sein, um da halt eben ein paar kleine Einblicke zu gewährleisten. Ne? Wie gesagt, die größte Ehre war halt, dass wir da halt eben auch vor Ort bei Playa Games ein Video drehen durften, was ihr ja, denke ich mal, hoffe ich mal, alle gesehen habt. Und da dann halt eben auch schon ein bisschen Einblicke bekommen haben in den Arbeitsalltag von manchen Mitarbeitern dort, unter anderem halt Derafin, ne? Der halt eben auch so ein kleines Interview für uns dann gegeben hat, wie das Ganze dort so vor Ort so ein bisschen funktioniert und so weiter und so fort. Und deswegen bin ich da sehr gespannt drauf, wie sich das Ganze hier entwickeln wird, ne? Und wie es hier auf jeden Fall weitergeht. Das kann nur in eine richtige Richtung gehen, kann ich nur so sagen. Ich habe keine Ahnung, wie es so in der Vergangenheit gewesen ist, aber jetzt zeigt es sich für mich auf jeden Fall so auf, dass halt wirklich, und das ist ja das, was wir eigentlich schon so vor Jahren gepredigt haben, ist, dass man wirklich Spieler, die jahrelang halt eben das Spiel gezockt haben und genau wissen, wie was funktioniert und was die Community möchte und was nicht, halt eben in solche Testgruppen vorab dann reinholen und die halt wirklich
versiert sind und halt eben auch Ahnung haben vom Balancing und so, und die halt eben das dann testen lassen. Also ich möchte nicht wissen, was schon gewesen wäre, wenn halt es jetzt zum Beispiel diese Alpha Group nicht geben würde und ja, wenn man so ein bisschen schaut, dann entwickelt sich das ja auch gerade alles noch so ein bisschen, ne? Und wenn das, jetzt so weitergeht und da auf jeden Fall auch mehr Fokus drauf gelegt wird, sollte das hoffentlich auch in Zukunft nachher dann nicht mehr so sein, dass wir irgendwelche Updates released bekommen, die halt eben so wie zum Beispiel der Zirkus in der Vergangenheit und so gewesen sind. Deswegen, ja, war es, denke ich mal, auch ein wichtiger Schritt, da dann nochmal mehr Fokus drauf zu legen, als das, was da in der Vergangenheit eben so, gerade auch das ganze letzte Jahr passiert ist. So, ne? Ja, Freunde, vielleicht hat euch das ja heute auch wenn es jetzt nicht ganz so viel zu sehen gab, jetzt großartig, komm, machen wir noch einen kleinen Dungeon Try nochmal zum Schluss hier, damit noch mal ein bisschen SF-Content da ist, aber auch mal so eine Tage gibt es, wo es dann halt eben ein bisschen mehr zu erzählen gibt auf jeden Fall, ne? Und deswegen, ja, will ich euch da auf jeden Fall, wenn es irgendwie sowas gibt, dann trotzdem nach wie vor weiterhin auf dem Laufenden halten. Falls ihr da nichts verpassen wollt in Zukunft, dann lasst sehr gerne ein kostenloses Abo auf dem Kanal hier da. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen super schönen Tag, haut rein und bis zum nächsten Mal.